Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe euch eine Folge von der TACON 2025 aus Leipzig mitgebracht. Ich bin das erste Mal auf dieser Konferenz gewesen und war begeistert von den intensiven Gesprächen, von dem guten Content und dieser familiären Stimmung. Und ich freue mich total, dass ich dort einige Podcast-Folgen für euch aufnehmen durfte. In dieser Folge geht es ums Legacy-Testen mit KI. Dazu waren bei mir zu Gast Jonas Menesklu und Uma Usman Khan, die ein Projekt von der Deutschen Bahn vorstellen. Vielleicht kennt ihr das als Bahnfahrer, dass die Mitarbeitenden dort so Handgeräte haben, wo sie rumtippen können, und zum Teil laufen auf diesen Geräten noch Legacy-Applikationen, die nicht so einfach zu automatisieren sind. Wie sich das mit KI lösen lässt, das zeigen uns Jonas und Uma in der aktuellen Folge. Und jetzt viel Spaß damit. Hallo Jonas, hallo Uma, schön, dass ihr da seid. Hi, freut uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind ja hier auf der TACON 2025. Es geht zu dem Ende zu langsam, der zweite Tag. Ihr habt heute euren Vortrag schon gehabt, am Vormittag, glaube ich, ne? Und ja, ich schaue immer im Vorfeld mir die Speakerliste an, welche Themen sind und so die spannenden Themen, die tollen Kirschen, die suche ich mir dann raus, auch für den Podcast, wo ich denke, dass das ist auch für die Community nochmal interessant. Und da ist mir so ein Schlagwort gleich bei euch aufgefallen, und zwar ging es um Legacy und Automatisierung, und da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Oh mein Gott, wenn ich da an meine Kunden denke, das ist ja immer Theater. Und deswegen fand ich mal schön, dass ihr eine Lösung gemeinsam gefunden habt dafür, und da wollen wir mal ein bisschen drauf schauen einfach heute. Uma, du bist bei der Deutschen Bahn. Ja. Und ihr habt natürlich wie jedes große Unternehmen Legacy-Software. Erzähl mal, was war denn so die Herausforderung oder die Problemstellung für euch? Genau, also wir haben unterschiedliche Anwendungen und davon auch haben wir ein paar Legacy-Anwendungen. Wir haben eine Anwendung mobile Kasse, die wir auf Fernverkehrszüge benutzen. Das ist das für die zum Beispiel, wenn du Kaffee kaufen möchtest oder Bier kaufen möchtest, dann unsere Mitarbeiter machen die Artikelannahmen und damit kann man bezahlen auch mit deiner Kreditkarte. Wir wollten diese Anwendungen automatisieren. Momentan haben wir die manuelle Tests, das 2 Wochen dauern mit 2 bis 3 Personen. Und unser Ziel ist bei Deutsche Bahn Fernverkehr, dass wir mehr Automatisierung schaffen. Wir haben da angefangen mit unterschiedlichen Anwendungen, zum Beispiel die Open-Source-Anwendungen sind und mehr im Markt benutzt werden, zum Beispiel Appium, Selenium, auch zum Beispiel ein paar Tools wie Test Complete und so weiter. Wir haben damit POCs gemacht und leider hat das nicht geklappt, weil unsere Anwendungen kein Element-IDs haben. Danach haben wir mit AskUI, ein KI-Tool, angefangen. AskUI kam bei unserer DB System. Und da haben wir viele unterschiedliche Anwendungen POC erstmal gemacht. Und für diese mobile Kasse haben wir nach dem POC oder während dem POC herausgefunden, das ist machbar damit. Und wir können viel Zeit und Geld sparen damit. Und genau, haben wir POC gemacht und das war erfolgreich. Plus jetzt, da kann auch Jonas weiter sagen, Kooperation mit AskUI, dass die viele Features, das wir brauchen oder Probleme, das wir haben, AskUI unterstützt uns und fixt uns und baut den neuen Feature schneller. Und damit ist AskUI gewinnt auch und für uns ist auch das vor. Jetzt sagst du mobile Kasse, das klingt ja für mich nicht so nach Legacy-Software, so nach einem alten Ding. Wieso habt ihr da keine Elemente oder was ist denn so der Tech-Stack dahinter? Genau, das ist eine Android-basierte Applikation mit Windows und mit .NET 6 drauf. Und leider damals, und das ist eine gekaufte Software, wir haben nicht selbst das entwickelt. Und dafür über die Automatisierung damals haben wir nicht nachgedacht. Ja? Und jetzt wollen wir unbedingt automatisieren, weil wir können nicht leisten, dass wir 2 bis 3 Wochen Zeit brauchen für Qualitätssicherung. Manchmal, wenn dann nach 2 Wochen Bugs da sind, neue Version kommt, muss nochmal Regression getestet werden.
Und das können wir jetzt nicht leisten in dieser modernen Welt. Ja. Natürlich, jetzt sind wir qualitätmäßig so weit, dass wir alle neue Anwendungen, dass wir kaufen oder selbst entwickeln, unsere Testmanagement-Professionals, Automatisierung-Professionals, also unsere Anforderungen sind auch an die Dienstleister, an den Teams, die die Software bauen, externe, dass die von Anfang an von Unit-Tests zum Beispiel, Schnittstellentests und auch auf alle Testebene Qualität sichern und dann machen wir am Ende Abnahmetest. Aber leider vorher war das nicht so und deswegen haben wir das Problem. Ah, okay, verstehe. Also dadurch kommt das her. Das heißt, die ganzen Elemente waren nicht angreifbar mit den Standard-Tools und ihr konntet nicht automatisieren quasi. Ja, okay. Ja, und jetzt habt ihr mit AskUI ja eine Lösung, die das möglich gemacht hat. Wie funktioniert das? Also wie geht ihr daran? Genau, also unser Prinzip ist im Prinzip, dass wir nicht versuchen, Element-IDs auszulesen, sondern dass wir uns immer einen Screenshot vom Betriebssystem anschauen. Das heißt, wir haben wir nennen das AgentOS, also so eine Art Controller, der ist verbunden mit einer Cloud-Inferenz, mit verschiedenen Modellen. Also das ist eine OCR ist dabei, eine Bilderkennung, aber auch ein LLM und multimodale Modelle. Und wir machen im Prinzip immer einen Screenshot und finden dann über diesen Screenshot die ganzen Elemente auf dem Screen. Machen aber kein Element-Matching oder kein Klicken, kein Record, wo man das vielleicht aus den alten Tools kennt, wo man einfach diese Klickstrecken aufgenommen hat, sondern wir bringen dem Modell praktisch bei, wie die Elemente aussehen, damit es wirklich zur Laufzeit immer richtig gefunden wird. Okay. Ich habe da so in Erinnerung, es gab früher mal irgendwie so ein Tool, so ein Automatisierungstool, da konnte man auch so mit der Maus einfach so Bereiche markieren, da hatte man so die Bildchen und das waren also die Testfälle nacheinander. Das hatte aber immer das Problem, sobald ein bisschen was anders war, ging der ganze Zinnober nicht mehr. Das sind so die klassischen Ansätze, das machen wir tatsächlich nicht. Also wir schneiden keine Elemente aus. Wir haben die Funktionalität, aber du musst es so vorstellen, dass du wirklich nur beschreibst, zum Beispiel klick auf den Login-Button und du musst ihm nicht mitgeben, wie dieser Login-Button aussieht, sondern das Modell hat vorher gelernt, dass ein Login-Button eben aussieht wie ein Login-Button und findet dann über den Gesamtscreenshot die Position, wo es gerade ist. Braucht keine Referenz auf einen Screenshot oder irgendwas, sondern es ist wirklich so wie ChatGPT praktisch Text versteht, verstehen wir Bilder. Ja. Und wie entwickle ich daraus Testfälle? Also die haben ja irgendeinen Ablauf, ne? Irgendwas möchte ich ja machen damit und was validieren auch. Wie sieht das dann so aus? Wie komme ich zum Testfall, beziehungsweise wie zeichne ich den auf oder wie stelle ich den? Also einen Teil kann Jonas sagen, aber wie wir jetzt das machen, wir haben den Framework ausgewählt mit TypeScript, Node.js, AskUI, genau, und diese mit modernen Framework automatisieren wir. Das heißt, du benutzt TypeScript als Sprache, automatisierst du damit deine Testfälle. Und dann laufen die mit AskUI zusammen. Aber wir haben auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, du kannst Low-Code, No-Code-Tool verwenden. Genau, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben eine klassische Library hinten dran und da schreibe ich dann, im Prinzip ist es nur ein anderer Selektor in der Library. Also ich kann das mit PyTest verwenden, mit TypeScript-Test, mit irgendwelches kann es einbinden. Okay. Und da schreibe ich dann einfach AskUI.click und dann hinten dran kommt eine Beschreibung, der grüne Login-Button links oben in der Ecke. Und dann ist das mein Selektor sozusagen. Genau, aber es gibt auch für nicht so technische Leute gibt's die Möglichkeit von so einem No-Code-Tool und da nehmen wir eigentlich nur eine CSV mittlerweile. Also das heißt, wenn du deine Testcases irgendwo in einem Testmanagement abgespeichert hast mit Testcase-ID, natürlich sprachliche Beschreibung, Step 1, Step 2, Step 3, dann können wir einfach die auslesen mit einem LLM und die lädst du einfach hoch, sag execute this suite und dann zieht er sich aus den Testcases diese natürlich sprachliche Beschreibung und überführt es dann in eine Aktion. Okay, verstehe. Das heißt also, der Selektor ist quasi so ein bisschen ein virtueller Selektor, sagt der grüne Button und das ist dann einfach im Modell definiert, dann weiß man, das ist dann der. Ja. Genau, also das Modell versteht dann einfach, man muss es wirklich wie so einen virtuellen Tester vorstellen, der ein gewisses Verständnis von einem UI hat. Es klingt ein bisschen abstrakt, ich glaube, wenn man damit ein bisschen arbeitet, kommt man schon relativ schnell rein, aber ja, man beschreibt sein Element. Also wie, wenn ich dir jetzt beschreiben würde, log dich mal ein, du hast es noch nie gesehen und dann beschreibe ich dir, du musst hier in dieses
Username, Textfeld hier oben, das hat einen grünen Rand, da musst du bitte jetzt die E-Mail jonas.menesklu, keine Ahnung was eingeben. Und genau so beschreibst du dann auf der KI das Feld. Wie sieht es denn da? Also da denke ich mal gleich so ein bisschen an Genauigkeit auch und an was ist, wenn sich Dinge ändern und so, was ja bei der Automatisierung immer Wartungsaufwände bringt. Wie ist denn da eure Erfahrung? Ja, also ich weiß, du kannst bei der Deutschen Bahn sagen. Genau, also mit diesem Tool konkret, zum Beispiel, also zwei Sachen. Einmal, wenn irgendwas im UI ändert, dann wird automatisch die neue Bilder generiert. Natürlich, unsere Tests für diesen Fall müssen wir anpassen. Das ist auch eine, aber die Anpassung ist nicht viel Aufwand, weil müssen wir nicht den ganzen Code ändern, sondern das AskUI-Tool nimmt den Bilder automatisch auf und macht den Änderung selbst. Ja, Nummer eins. Nummer zwei, das ist wichtig. Zum Beispiel, wir haben auch Fälle gehabt, wo diese KI-Tool Bild aufgenommen hat und dann diese Elemente, weil nicht scharf war, ja, blurry war. Und dann kann nicht rausfinden, zum Beispiel, wie das Text geschrieben ist. Und damit haben wir auch jetzt eine Training-Tool. Ja? Und diese Training-Tool kannst du nutzen, und gibst du diese Bild und dann zum Beispiel, du hast 10 Sachen, Login, Registrierung und so weiter und eine Teil erkennt er nicht, zum Beispiel der erkennt nicht Registrierung, dann kannst du selber in diese Training-Tool geben, das ist Registrierung, ja, und das ist dann im Hintergrund ist dieses Modell, was du verwendest. Das heißt, du entwickelst selber auch manuell, wenn du möchtest, weil das nicht geht, die Modell, dann erweiterst du immer. Das heißt, diese Möglichkeit haben wir bis jetzt habe ich nicht gesehen in ein anderes Tool, dass du selbst das entwickeln kannst. Und ja, ich würde auch sagen, dass jetzt zum Beispiel habe ich Jonas vorher auch gesagt, die sind Startups, ne? Aber trotzdem haben wir für uns von 2, 3 Wochen auf Stunden zu kommen, hat ein neues Tool uns geholfen und ich denke, das braucht noch mehr Entwicklung und wird langsam entwickelt. Vielleicht am Ende hast du Fragen, würden wir auch die Herausforderung, was wir haben werden, können wir gerne sprechen. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch dazu. Ich wollte mal noch wissen, wie groß ist denn so eure Testautomatisierungssuite, die jetzt so daraus gestanden ist? Wie viele Testfälle habt ihr quasi automatisiert, also das betrifft? Genau. Also das ist eine Anwendung, was wir jetzt als Beispiel nennen, aber wir haben noch 2 Anwendungen, die wir mit AskUI automatisieren. Die sind noch größer, die sind im 1000 der Testfälle, die sind sehr wichtige Anwendungen, aber wir kommen auf mobile Kasse. Da haben wir 270 Testfälle, ja, also längere Testfälle, weil wir auf Abnahmeebene sind, ja, und genau, und davon haben wir noch 60 automatisiert, 60 Testfälle und wir sind im Stundenbereich. Ja, in 3 Stunden können wir diese 60 Testfälle automatisiert laufen lassen. Also ich habe auch mit der Jonas und der andere Kollege Dominik, der CTO ist, auch gesprochen, dass wir wollen, dass Site noch gekostet wird, weil die Tool macht Bilder und dann wird das bearbeitet. Und wichtig ist, dass normalerweise da gibt es im Cloud, dass diese Bilder bei euch gearbeitet werden, aber für Deutsche Bahn haben wir intern diese Server, Inference Server heißt das. Da wird alles kommuniziert und abgearbeitet. Trotzdem, diese Kommunikation dauert auch ein bisschen zwischen Server und dem Tool. Aber da sind wir auch dran, dass das direkt vor Ort alles implementiert und bearbeitet wird und nicht jede Request und Response geschickt wird. Die haben auch für uns jetzt neue Caching-System gebaut. Genau, ja. Vorher war jede Command muss im Server gehen und da bearbeitet und jetzt wird Caching-System und alles bleibt lokal. Das heißt, Zeit ist alles. Und wir versuchen, dass je weniger Zeit diese Automatisierung für uns. Es ist natürlich toll, dass ihr da so nah dran seid, weil ihr könnt ihr diese Dinge gleich umsetzen. Es hilft euch auch bei eurem Produkt, das weiterzuentwickeln. Ne? Du hast vorher gesagt, ihr für den manuellen Test habt ihr 2 Wochen mit 3 Testern. Wenn ich das, wie viel hast du da jetzt eingespart durch diese 60 Testfälle, die jetzt automatisiert sind? Also wie viel kriegst du merkst du das quasi dann? Korrekt. Ja. Also wir sind jetzt dran in diese Richtung, weil also Nummer 1 ist, wir haben nicht alle Testfälle, die wir automatisiert
automatisieren können, weil mobile Kasse, du hast auch Peripheriegeräte, das heißt, du brauchst zum Beispiel Kassenbon, dann muss gedruckt werden durch Drucker. Du hast auch ein Gerät, damit du deine Kreditkarte scannen kannst. Und diese Peripherietests müssen wir zu dieser Richtung kommen. Wir sind nicht so weit, aber das sind weniger. So deine Frage, Zeit, wenn wir sagen 50 Testfälle, da brauchst du zum Beispiel mit einem Tester mindestens 8 Stunden und jetzt sind wir bei 3 Stunden. Aber wenn wir jetzt die ganze Suite von 270 Testfälle auf 210, 220 automatisieren, dann werden wir 1 bis 1,5 Stunde haben wir unser Ziel und damit sparen wir von Ressourcen, also kann man sagen, halbe Ressource brauchen wir in Zukunft, der nur diese Peripherietest ausführt in Zukunft. Das ist unser Ziel. Wir wollen alles automatisiert ausführen, plus wir sind auch dran jetzt, dass das parallel mit vielen Geräten läuft. Ja. Eine Sache sollen wir verstehen, dass unsere zum Beispiel die Mocha-App, das kann nicht auf jedem Gerät laufen. Wir haben bahnspezifische Geräte, da haben wir eigene Zertifikate, dann kannst du diese App verwenden. Und da ist auch eine Herausforderung, dass diese Testautomatisierung gegen Emulatoren laufen zu lassen, weil du brauchst diese Zertifikate. Da unterstützt auch intern uns DB System, das in diese Richtung voranzubringen. Und wir sind dran, wenn das automatisiert dann parallel läuft, dann, wie gesagt, 1 Stunde, 1,5 Stunde Maximum und dann sparen wir. Aber sind wir jetzt dran, dass wir ab nächstes Jahr das. Okay, ja. Ja, total spannend. Was habt ihr denn so das ist vorher schon ein bisschen angesprochen, was sind denn so die Herausforderungen, wo ihr jetzt gerade noch so dran seid, wo ihr auch in der Partnerschaft ja dran arbeitet, was das Tool vielleicht noch können muss, was ihr für Ideen habt? Ja, ich glaube, ein großer Punkt, also große Schwachstelle, das vorher angesprochen ist Speed, also Performance. Dadurch, dass wir eben KI-Modelle jetzt hier spezifisch auf Deutsche Bahninfrastruktur praktisch Modelle hosten, dauert es natürlich. Also wir verarbeiten Screenshots, wir finden visuell Selektoren. Das heißt, man merkt schon einen Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel einem Playwright-Test, der jetzt wesentlich schneller läuft. Ja. Da arbeiten jetzt wir aktiv eben mit dieser Caching-Lösung, Compression. Da wird eben versucht, so wenig wie möglich Inferenzcalls zu machen, die kleiner zu machen, mit kleineren Modelle einzusetzen, dass man da auf weniger Zeit pro Ausführung kommt. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen. Genau, das ist das große Herausforderung mit AskUI. Genau, dass das Speed nicht viel besser ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Appium automatisieren kann, würde ich Appium nehmen, würde ich nicht AskUI nehmen. Ja? Obwohl AskUI einfacher ist zu machen, muss ich nicht viel coden. Aber kann ich nicht nehmen, weil das nicht schneller ist. Ja. Aber wir, wie am Anfang gesagt, wir als DB Fernverkehr wollen auch, dass wir die neue Tools, neue Startups auch Möglichkeit geben, das uns weiterbringt mit Technologien, KI, Automatisierung, plus die haben auch Chance weiterzuentwickeln. Genau, und da würde ich auch das nennen, dass mein Teamleiter Alexander Lorke und mein Abteilungsleiter Jan Peter, die haben mitgemacht, weil da musst du POCs machen. Für POCs musst du auch investieren. Ja. Und das haben die mitgemacht und deswegen sind wir erfolgreich. Ja, war sehr spannend. Finde ich ganz ein tolles Thema, also sehr interessant auch, vor allem, weil es betrifft mich auch selber, wenn ich meine Bahnbonus-Freigetränk-Gutscheine nutze, im Ding, da muss ich jetzt wahrscheinlich dann immer dran denken, wie das getestet wird. Also, da kann ich sagen, ich weiß, wie das getestet wurde. Sehr schön. Ja, Uma, Jonas, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr mal einen Einblick gegeben habt. Fand ich sehr spannend. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Rechtskonferenz und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und nächstes Jahr schauen wir mal, wie das weitergegangen ist. Ne? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja, danke dir, vielen Dank. Sehr gerne, danke.